Südafrika bietet einfach unglaubliche Erfahrungen, wenn es um das Beobachten von Wildtieren geht. Safaris sind eine wirklich einzigartige Erfahrung, die jeder einmal gemacht haben sollte. Heute möchten wir euch allerdings auf ein anderes Abenteuer mitnehmen. Heute entführen wir euch zu den maritimen Leben in Südafrika. Entlang der Küste Südafrikas gibt es einzigartige Möglichkeiten, mit Walen, Haien und Pinguinen in Berührung zu kommen. Unser erster Stopp hierbei ist Betty's Bay. Diese Kleinstadt in der Provinz Westkap beherbergt eine Pinguinkolonie von Brillenpinguinen, auch bekannt als afrikanischer Pinguin oder Jackass Penguin. Die Kolonie war kurz vor ihrem Besuch von einem Sturm getroffen worden und der Hauptweg zu ihr war gesperrt. Viele Pinguine halten sich aber auch abseits der eigentlichen Kolonie am Strand auf und man kann aus nächster Nähe diese wunderbaren Tiere beobachten. Die wohl bekanntere Kolonie von Jackass-Pinguinen befindet sich direkt südlich von Kapstadt an Boulders Beach. Die Kolonie hier ist in einen kleinen Nationalpark eingegliedert und deswegen auch sehr touristisch gut erschlossen. Hölzerne Gehwege bringen einen direkt in die Nähe der Pinguine, allerdings nicht so nah wie an Betty's Bay. Durch die Nähe zu Kapstadt und die gut ausgebaute Infrastruktur sind hier deutlich mehr Menschen zu erwarten. Man sollte sich nicht auf den ersten Bereich begnügen, sondern am besten die ganze Gegend erkunden. Mit ein bisschen Glück findet man hier auch noch anderes Wildleben. Die Dassis aus der Familie der Hyraxes bevölkern die Gegend genauso wie die Pinguine. Außerdem kann man abseits vom Strand auch die Chance haben, Babypinguine zu beobachten. Anderthalb bis 2 Stunden Fahrzeit entfernt von Kapstadt befindet sich Hermanus. Von Juni bis Ende November findet jedes Jahr hier ein besonderes Schauspiel statt. Südliche Glattwale reisen aus der Arktis hierher, um ihre Kinder zur Welt zu bringen. Die steilen Klippen erlauben es den Walen fast direkt bis an das Land zu schwimmen. Die Nähe zur Küste erlaubt es dabei einfach direkt vom Land Wale zu beobachten. Ein Fernglas ist dabei nicht zwingend nötig, aber kann durchaus helfen, einen besseren Blick auf die Tiere zu erhaschen. Verschiedene Anbieter offerieren auch Touren mit dem Kajak oder mit den Booten, um näher an die Wale heranzukommen. Die Sicht von den Klippen ist dabei allerdings um einiges besser als von der niedrigen Sichtposition des Kajaks aus. Ein Trip hinaus in die Bucht kann dennoch eine spaßige Aktion sein. Die verschiedenen Bootsanbieter halten sich dagegen leider oft nicht an die Umweltschutzvorgaben und fahren zu nah an die Tiere heran. Allein aus diesem Grund würden wir leider davon abraten, eine Bootstour nahe zu den Walen zu unternehmen.
Vor Südafrikas Küste findet sich auch eine große Haipopulation. Von der Küste aus gibt es Ausflüge mit dem Boot in die Bucht hinaus, um mit einem Käfig Haie zu beobachten. Die häufigsten Begegnungen wären hiermit mit Kupferhaien. Mit ein wenig Glück lassen sich allerdings auch große weiße Haie beobachten. Leider werden auch hier die Tiere mit einem Köder angefüttert, um sie möglichst nah an die Käfige heranzubringen. Die Köder trüben dabei auch das Wasser sehr schnell ein, sodass man vom Boot aus einen besseren Blick hat als vom Käfig selbst. Die Begegnung mit diesen mächtigen Tieren ist allerdings eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so lasst doch gerne ein Abo da. Und vielleicht sieht man sich bei unserem nächsten Abenteuer wieder. Vielen Dank und bis bald.